Großer Andrang im Dom zu Magdeburg. Der Anlass? Die Wiederbeilegung einer Königin, die vor über 1000 Jahren starb. Editha von Wessex, die erste Frau Ottos des Großen, gilt als Patronin der Stadt. 929 kam die Prinzessin aus England nach Magdeburg, wo sie bis zu ihrem Tode 946 blieb. Ihre Gebeine galten lange Zeit als verschollen, bis Archäologen 2008 eine Bleikiste mit Knochen fanden. Eine Inschrift wies den Inhalt als die sterblichen Überreste der Königin aus. Ob die Inschrift Recht behalten sollte und die unscheinbare Kiste tatsächlich die Bestattung der englischen Prinzessin enthielt, war Gegenstand einer intensiven, über 2-jährigen Forschungsarbeit. Der Magdeburger Dom ist das älteste gotische Bauwerk Deutschlands. 300 Jahre wurde daran gebaut. Eine hochgotische Bischofskirche, deren Vorgängerbauten noch viel älter sind. Der erste Bau entstand ab 955, noch vor Gründung des Erzbistums 968. Schon 30 Jahre zuvor hatten Editha und Otto zu Ehren des heiligen Mauritius ein Kloster gestiftet und es als Familiengrablege bestimmt. Teile davon haben sich im Kreuzgang erhalten. Ein Sgraffito aus dem 13. Jahrhundert zeigt den Kaiser mit seinen beiden Ehefrauen. Editha von Wessex und Adelheid von Burgund, seiner zweiten Frau. Es ist das älteste gesicherte Bild der Editha. Leider ist nur wenig aus der Zeit Ottos bekannt, da die literarischen Quellen sehr spärlich sind. Auch deshalb wurden seit 2006 archäologische Grabungen durchgeführt. Auf der Suche nach den Vorgängerbauten aus ottonischer Zeit wird an zahlreichen Stellen in den Boden geschaut. Immer wieder kommen Knochen ans Licht. Zahlreiche Gräber befinden sich unter dem Dom. Schicht für Schicht wird so Geschichte freigelegt. Hier ist es offenbar so gewesen, dass bereits vor Anlage dieser großen Kirche ein Gräberfeld, ein mittelalterliches Gräberfeld hier lag. Und so kommen wir insgesamt auf 250 Gräber, darunter auch einige, die besondere Aufmerksamkeit erfahren haben. 3 erzbischöfliche Gräber des 11. Jahrhunderts, eins davon mit einem goldenen Löwenköpfchen, die waren schon weitestgehend beräumt. Dann natürlich das Grab von Erzbischof Wichmann aus dem 12. Jahrhundert, mutmaßlich Wichmann, die Untersuchungen laufen noch. Und nicht zuletzt natürlich das Grab der Königin Editha, der ersten Frau von Otto dem Großen. Edithas Grabmal befindet sich noch heute im Umgangschor. Das vermeintliche Kenotaph entstand Anfang des 16. Jahrhunderts, etwa 500 Jahre nach ihrem Tod. Kenotaph kommt aus dem Griechischen und bedeutet leeres Grab. Ein Scheingrab also, das der Erinnerung dient. Nicht aus Neugier, sondern zur Klärung baugeschichtlicher Fragen entschließen sich die Archäologen zur Versetzung des Monuments. Mit einer Videokamera wollen sie seine Konstruktion von innen ergründen. Dabei stoßen die Forscher auf eine Kiste, wahrscheinlich aus Metall. So wie es aussieht, handelt es sich um ein Bleibehältnis, vermutlich einen Bleisarg. Als das vermeintlich leere Grab endlich geöffnet ist, hält es eine wirkliche Überraschung parat. Ah, das ist schon eine Edith ist auf jeden Fall. Genau. Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie bergen den wertvollen Fund. Um den fragilen Sarg und dessen Inhalt zu sichern, wird er in die Restaurierungswerkstatt des Landesmuseums für Vorgeschichte nach Halle gebracht.
Die Nachricht von der Entdeckung ruft Harald Meller, den Landesarchäologen von Sachsen-Anhalt, auf den Plan. Fälle wie diese sind ganz nach seinem Geschmack. Das ist eine tolle Inschrift. Ja, noch erstaunlich gut erhalten. Eine klare Angabe, Königin Edith, Ruhe in diesem Sarkophag. Herr Ehlers, wir dachten eigentlich, dieser Steinsarkophag sei leer. Ja. Nun finden wir ein Bleibehältnis mit der Aufschrift, hier lägen die sterblichen Überreste von Editha. Wie ist das zu erklären und wer ist Editha? Als man dieses Kästchen anfertigte und die Überreste hineinpackte, war man fest davon überzeugt, dass es sich um die Überreste Ediths handelt. Und ich finde, durch den Hinweis auf die zweite Erneuerung der Grablege lässt sich auch eine Kontinuität anhand dieser Inschrift ablesen, die wiederum auf ein kontinuierliches Bewusstsein um Ediths Grab im Magdeburger Dom schließen lässt. Im Dom befindet sich eine Kapelle aus der Zeit um 1250. Die beiden Figuren zeigen ein königliches Paar. Ob es sich wirklich um Editha und Otto handelt, ist nicht hundertprozentig geklärt. Von der Prinzessin aus England existiert kein zeitgenössisches Bild. Wer ist Editha, als Otto und Editha etwa um 930 zusammenkommen? Da ist sie eine von vielen Töchtern Eduards des Älteren, des Herrschers von Wessex, der ersten Dynastie, die späterhin ganz England regieren wird. Sie ist aufgrund einer Anfrage Heinrichs I., des Vaters Ottos, von ihrem Halbbruder Ethelstan in das Ostfränkische Reich geschickt worden, also zur Vorbereitung einer Eheverbindung zwischen dem Herrschergeschlecht der Ottonen und dem westsächsischen Wessex, dem sächsischen Königsstamm aus Südengland. Wie sah ihr Leben in England aus? Ist sie mit ihrem Vater herumgereist? War sie an einem Königshof? Wie können wir uns das vorstellen? Der Bezugsraum in Wessex in Südengland dürfte so Winchester, Wiltshire gewesen sein. Man muss davon ausgehen, dass sie eine gute Erziehung genossen hat. Wesentlich mehr kann man nicht sagen. Die einzige noch konkrete Angabe über ihren Aufenthaltsort bietet Roswitha von Gandersheim, die schreibt, dass als die Delegation der Sachsen Heinrichs I. in Wessex ankam, Editha am Hofe lebte. Also nicht irgendwo in den Wäldern hat man sie hervorgeholt, sondern sie war wirklich Bestandteil des Kernhofes Äthelstans von Wessex. Von England zum Kaiserhof nach Magdeburg. Das Leben Edithas gibt heute noch Rätsel auf. Dass sie im 16. Jahrhundert immer noch in Erinnerung war, beweist die Inschrift des Sarges. Die geborgenen Reste der Königin Edith sind in diesem Sarkophag, nachdem 1510 schon die zweite Erneuerung dieses Monuments gemacht worden ist. Im Laufe der Jahre seit der Fleischwerdung des Wortes. Zum Ruhme Christi, des Königs aller Zeiten. Liegen in diesem Bleisarkophag tatsächlich die Überreste der Königin Editha? Das können wir nicht allein mit archäologischen Methoden klären. Hier müssen wir uns der forensischen Methoden bedienen und die reichen von der Entomologie, dem Untersuchen von Käferresten, bis zur Anthropologie, dem Untersuchen der Knochenreste, die dieser Sarkophag birgt. Das Uniklinikum in Magdeburg hat einen sehr guten Ruf. Vor allem die Röntgendiagnostik ist auf dem allerneuesten Stand. Mit einem Kernspintomographen soll der Inhalt sichtbar gemacht werden, den die Bleikiste enthält. 1, 2, 3, 4. Also das sieht vielleicht aus wie ein Oberarm, aber das ist irgendwie abgebrochen hier unten, wie es aussieht. Und das sind Zähne vom Kiefer. Und noch eine Überraschung. In der Restaurierungswerkstatt in Halle zeigt sich, der Sarginhalt ist absolut trocken und äußerst kompakt. Die größte Sorge der Experten: Mit welcher Methode soll der über 1000 Jahre alte Inhalt freigelegt werden und welche Materialien sind zu erwarten?
Es wird Monate dauern, bis alle organischen und anorganischen Reste geborgen sind. Schicht für Schicht werden freigelegt und nach Fundgattungen getrennt. Insgesamt sind es über 20 Liter Fundmaterial. In diesem Bleisarg befanden sich eine ganze Reihe von Materialien, allen voran Textilien. Das war als erstes zu sehen, ein weißes Tuch, und darin eingeschlagen waren ältere Textilien, die wohl bis ins 10. Jahrhundert zurückreichen, aus verschiedenen chronologischen Ebenen, aber auch Mörtel, wohl von einer früheren Grablege, Humoseeinschlüsse und schlussendlich natürlich die Knochen, die, wie wir glauben, diejenigen von Editha sind. Um das herauszufinden, sind weiterführende Untersuchungen durchzuführen. Spezialisten der Johannes Gutenberg Universität übernehmen die Untersuchung der Knochen. Eine langjährige Kooperation verbindet das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie mit den Kollegen aus Mainz. Da der Erhaltungszustand der Knochen schlecht ist, stellt dieser Fall eine echte Herausforderung dar. Noch bevor die Anthropologen mit den Untersuchungen beginnen, erst einmal eine Ernüchterung. Das ist sozusagen alles, was vorhanden ist. Circa 40 bis 50 Knochen. Normalerweise müssten es 220 sein. Und der Rest ist verschwunden. Dem Skelett fehlen Füße, Hände, Rippen und der Schädel. Trotzdem gelingt es, Geschlecht, Alter und Körpergröße zu bestimmen. Die Knochen gehören zu einer 1,57 Meter großen Frau von maximal 40 Jahren. Untersuchungen an den Zähnen verraten, die Tote wurde im Alter von 2 bis 3 Jahren abgestillt. Zwischen ihrem 10. und 14. Lebensjahr fand eine weitere Stressphase statt. Und noch etwas fällt den Knochenspezialisten auf: eine aktivitätsbedingte Veränderung an den Hüften. Also das, was wir hier jetzt sehen, das ist die Vergrößerung der Gelenkfläche, die durch das Reiten entsteht. Eine Art degenerative Erscheinung. Je länger man reitet, umso stärker vergrößert sich dann diese Gelenkpfanne. Und das Gegenstück wäre dann zu sehen direkt am Gelenkkopf. Und der artikuliert halt mit dieser Gelenkfläche. Ansonsten war die Tote eine gesunde, sehr gut genährte Frau. Am Skelett finden sich keine Anzeichen dafür, dass sie so früh im Alter von maximal 40 Jahren sterben musste. Vielleicht wurde sie Opfer einer Infektionskrankheit. Inzwischen verfolgen andere Spezialisten eine weitere Spur. Im Bleisarg befinden sich neben Mörtel und Kalk auch Reste von Textilien, die es erst einmal freizulegen gilt. Textile Reste, und sind sie noch so klein, können vielleicht Hinweise erbringen, wie die Tote gekleidet war. Beim vermeintlichen Begräbnis einer Königin lautet die Schlüsselfrage: Findet sich vielleicht Haute Couture? In dem Editha-Grab haben wir vorwiegend Seidenstoffe und auch Leinenstoffe. Wollstoffe tauchen hier nicht auf. Kein grober Wollstoff hat die Tote umhüllt, nur feinstes Leinen und Seide. Leider ist auch hier die Erhaltung nicht gut. Ich habe jetzt hier eine Seidenfaser gefunden, die mit Schimmel befallen ist. Es gibt auch einen geringen Anteil von Pflanzenfasern. Das müsste man auch noch genauer untersuchen, ob sich das um Leinen handelt, aber vorwiegend Seidenfasern in unterschiedlichen Erhaltungszuständen. Mehrere hundert textile Reste befanden sich im Sarg. Alle wurden einzeln geborgen, gereinigt und nummeriert. Angesichts dieser Fragmente scheint eine Rekonstruktion von einzelnen Bekleidungsstücken fast unmöglich zu sein. Durch die verschiedenen Umbettungen wurden halt auch die Gewebe zerstört. Und man hat nach und nach die Fragmente, die man noch vorgefunden hat, zusammen mit den Knochen und weiteren Verschmutzungen immer wieder zusammengepackt und in ein kleineres Format verbracht, sodass wir nachher nur noch diese Einzelstücke und Bruchstücke vorfinden. Vielleicht verraten die Stoffe trotzdem etwas vom Leben ihrer Trägerin. Zum Beispiel Fund 496. Ein größeres Stück Seide, aufwendig verarbeitet und zudem rot gefärbt.
Gerade die rote Seide hat verschiedene Nähte vorzuweisen, verschiedene Nähtechniken und ich erkenne auch verschiedene Nähfäden. Einen schwarzen Seidenfaden, einen roten Seidenfaden, einen beigen Seidenfaden. Also alles sehr gezielt angewendet. Das betrifft auch die Farben, mit denen man die Stoffe behandelt hat. Das ist Kermes, Kermesbeeren, sagt man auch, obwohl es keine Beeren sind, sondern das sind getrocknete Schildläuse, die auf einer bestimmten Eichenart lebten. Sie enthalten Kermesäure, einen Farbstoff, mit dem man sehr schön auf Seide rot färben kann. Einer der teuersten Farbstoffe der damaligen Zeit überhaupt. Ob sich dieser seltene Farbstoff an den Kleidungsresten nachweisen lässt? Die Dünnschichtchromatographie ist ein Verfahren, mit dem die Zusammensetzung einer Probe analysiert werden kann. Für die Farbbestimmung werden die Seidenfasern mit zeittypischen Naturfarbstoffen getränkt. Wir extrahieren dann wieder von dieser Faser und die unterwerfen wir dann einem chromatographischen Prozess. Da trennen sich dann diese Farbstoffe auf, laufen auf der Dünnschichtplatte im Lösungsmittel unterschiedlich schnell und wenn man dann Glück hat, hat man bereits einen ersten Hinweis zur Identifikation, was ist es für ein Farbstoff. Das Ergebnis des Experiments: dieser Stoffrest wurde mit Kermes gefärbt. In der Bestattung fanden sich weitere Reste, die mit dem teuersten Farbstoff behandelt wurden, der im frühen Mittelalter zu bekommen war. Und so sehen Textilien der Zeit Editas aus, die sich besser erhalten haben. Die Gewänder aus dem Domschatz zu Halberstadt zeigen Prachtentfaltung und Kunstfertigkeit. Seltene Zeugnisse, über 1000 Jahre alt. Doch reicht das den Textilexperten als Indiz? Also diese Seidengewebe mit der komplizierten Bindung und schönen Musterung sind sicherlich Gewebe, die nur hochgestellten Persönlichkeiten zustanden. Insofern kann man sagen, dass es sich um eine wichtige Grablege handelt. Aber ob das nun tatsächlich der Person Editha zugeschrieben werden kann, das muss ich noch klären. Klärung bedarf auch ein anderer Befund. Normalerweise arbeiten Biologen und Archäologen getrennt, doch manchmal kann ein gemeinsamer Blick auf das Untersuchungsmaterial sehr anregend sein. Ja, sag mal Kurt, hier sieht man ja, der Kalk ist offenbar richtig eingedrungen in den Knochen, oder? Ja, also komplett. Man sieht, der Knochen ist zerbrochen, relativ früh, der Kalk dringt ein und setzt sich dort fest. Mhm. Ja, es ist eindeutig. Und der Kalk ist zerstörerisch auf den Knochen? Der Kalk ist zerstörerisch, der bewirkt, dass das Gewebe sich immer stärker zersetzt. Sag mal, eigentlich ist dieser Schädel ja hier ganz fragil. Ja? Da müsste das Kranium doch da sein, oder zumindest der Unterkiefer. Wenn das Nasenskelett so erhalten ist, muss der Schädel vorhanden sein. Also das Nasenskelett erhält sich in den seltensten Fällen einfach, weil der Knochen viel zu dünn ist. Insofern besteht kein Zweifel daran, der Schädel muss vorhanden gewesen sein. Man kann sich nicht vorstellen, dass der zergangen ist und dass solche fragilen Teile dann erhalten bleiben. Und so mit den Unterkiefer, wenn die Zähne alle da sind, dann hat man die Zähne rausgezogen, reingelegt, aber den Unterkiefer selbst mitgenommen. Ja, also eindeutig. Und es ist nicht einfach, die Unterkieferzähne herauszubekommen. Mhm. Die haben ja 2 Wurzeln und um die zu extrahieren, das ist nicht einfach. Das heißt, die haben bei einer Umbettung ganz schön rumgefuhrwerkt. Mit Sicherheit. Da braucht man viel Übung oder halt entsprechende Kenntnisse, weil sonst würde man die Zähne abbrechen. Und es gibt keine abgebrochenen Zahnwurzeln an den Zähnen, die vorhanden sind. Das heißt, sie haben die alle sorgfältig extrahiert. Warum man den Unterkiefer jetzt ohne Zähne... Also praktisch eine richtige Reliquienentnahme, ja, um mal als Hypothese anzunehmen. Ja, also meine feste Meinung. Reliquienentnahmen sind um das Jahr 1000 keine Seltenheit. In Frankreich und England ist es sogar ein weit verbreiteter Brauch. Doch ehe dieser Frage nachgegangen werden kann, ein kurzes Resümee. Die bisherigen Untersuchungen ergaben, die Tote gehörte zur Oberschicht, sie starb unvermittelt im Alter von höchstens 40 Jahren. Indizien, die zu unserem Wissen über Editha passen. Um zu bestätigen, dass es sich tatsächlich um die sterblichen Überreste der Königin handelt, sind weitere Belege nötig.
Da Editha in ihrer Jugend in England lebte, liegt es nahe, sich vor Ort umzusehen. In der alten Wessex-Stadt Gloucester stehen noch Reste des Golden Minster, der Kirche des heiligen Oswald. Der wurde auch im 1000 Kilometer entfernten Magdeburg verehrt. Der Archäologe Mark Horton hat sich bereit erklärt, seinen deutschen Kollegen in die komplizierte angelsächsische Geschichte einzuführen. We are here at the ruins of a wonderful, really old church. So, how is this church related to Edith? Well, Harold, this is an authentic remain from the time of Edith. It was built by her aunt Ethelfreda, and indeed, at the year of her birth, to this very place were brought the relics of St. Oswald. So this was a church that Edith would have known and would have visited. There's actually a royal palace just over there under the football ground. So this is a place she would have known and visited. Edith did not bring relics of St. Oswald to Magdeburg, but other relics. Yes, that's right. Edith brought a really important relic with her to Magdeburg, which was a fragment of the banner of St. Maurice. Now, St. Maurice, who was a warrior king from the east somewhere, but the banner came into the hands of the French royal family. And Athelstan had already married one of his daughters off to Hugh, King of the Franks. As part of that marriage ceremony, part of that banner came here to England. And Athelstan chopped a bit of that banner off and gave it to Edith to take with her to Germany. And so this relic, this fragment of banner, was established at Magdeburg, and that's why you have the cult of St. Maurice and why the church at Magdeburg is dedicated to St. Maurice. Von Gloucester geht es weiter nach Winchester, der Stadt Alfreds des Großen, Edithas Großvater. In der alten Hauptstadt von Wessex sind noch viele Spuren des frühen Mittelalters zu entdecken. Zunächst führt der Weg ins Stadtmuseum, wo die Historikerin Barbara York für die Beantwortung von Fragen Zeit gefunden hat. Den Archäologen faszinieren die steinernen Zeugnisse aus Alfreds Palast, in dem auch Editha Zeit verbracht hat. What would Edith's youth have been like? Does they live the whole time in Winchester or does they move around? No, they would have moved around between several centres, a lot of country estates, but Winchester was an important ceremonial centre. And so I think it's very likely she came here several times with the rest of the royal court. And what was happening really was that she was being habituated into royal customs, learning how to sit at royal feasts and to receive guests, and generally that sort of courtly behaviour. Alfred had introduced this type of education for his children. He wanted them both to have a traditional education of being able to hunt and ride and to recite Saxon songs. But he also wanted them to have a Latin education and also a courtly education. Did Edith ride horses, and did she ride them in a traditional way like boys? I think she probably ride like as a boy would. Mm-hmm. Yeah, and in fact, Alfred's biographer says that Alfred made no distinction between the education of his sons and daughter. The daughters, they all learnt to ride and hunt in the same sort of way. Okay. And her mother get divorced from Edward? That seems the most likely thing that happened, because we know that in 919 Edward was married to someone else was calling themselves Queen. And then we have a tradition from the historian William of Malmesbury that the Eadgid's mother was buried at Wilton Nunnery. And usually in an Anglo-Saxon context that would mean that she'd lived at the nunnery for a while. Otherwise, if she had died while Edward was still alive, one would expect her to be buried in the New Minster here in Winchester, like other members of the royal family. So was the Wessex court interested in having networks to the continent? Not networks, and I think one of the attractions of the Anglo-Saxons was that they were a Saxon people with similar background to Saxony, but they had had kings for very much longer. So if Otto married Edith, he was marrying into one of the oldest royal families in Europe. Alfred der Große und seine Nachkommen lebten in wenig friedlicher Zeit. Der vollständige Übergang zum Christentum war ein langer Prozess.
in Britannien wie auf dem Kontinent. Die Verbindung zum Ostfränkischen Reich entsprang gemeinsamen Wurzeln und gemeinsamer Kultur. Neben Winchester spielt Malmesbury bei der Christianisierung der Angelsachsen eine wichtige Rolle. Malmesbury Abbey stammt aus dem 7. Jahrhundert. Von der ursprünglichen Anlage ist nur ein Drittel erhalten. Die heutige Kirche ist jünger. Sie wurde von den Normannen erbaut. So Harold, this is the most marvellous abbey. Unbelievable. You can see it's a magnificent 12th century abbey. Of course. Hier befindet sich das Grab des Königs, der als erster ein Gebiet beherrschte, das dem heutigen England entsprach. So Harold, this is the tomb of Athelstan, who of course was Edith's half-brother and the first acknowledged king of England. What about the relationship between Athelstan and Edith? The family story is complicated. Well, how can we say, the marital affairs of Edith's and Athelstan's father, Edward the Elder, is very, very complicated. We think that Edward the Elder had at least 3 wives, and Athelstan is the son of the first wife, Ecgwin. The second wife, Ethelfled, gave birth to a number of daughters, including Queen Edith. So a network of relationships in Europe. Right the way across Europe, not just in Germany, but also in France, in Burgundy. He also married a daughter off to a Danish king. So it was a really complicated set of alliances. Athelstan saw himself not just as King of England, but as a European monarch, I think, with these networks, in very much the same way as Otto saw himself at the same time. Athelstans Grab entstand im 15. Jahrhundert kurz vor Edithas Grabmal. Obwohl es wirklich keine Knochen enthält, sind die Parallelen evident. Editha überlebte Athelstan nur um 5 Jahre. Wie er erhielt sie ihr neues Grab lange Zeit nach dem Tod. Die Erinnerung an heroische Epochen lässt sich im Südwesten Englands an vielen Stellen nachvollziehen. Westbury Whitehorse oder Old Sarum zeigen sächsische Bezüge. Natürlich existieren auch ältere Bauten. Eine historisch bedeutende Landschaft, die sich aus einer Lebensader speist, dem Avon, der in Bristol mündet. Brixton, die Brücke am Fluss, ist eine normannische Gründung, lange bedeutend als Hafenstadt. Heute beherbergt Bristol eine große Universität mit einem weltweit anerkannten geowissenschaftlichen Institut. Die Bristol Isotope Group arbeitet fachübergreifend. Hier werden entscheidende naturwissenschaftliche Untersuchungen zum Editha-Grab durchgeführt. Isotopenanalysen zählen heute zu den gebräuchlichsten Methoden moderner Archäologie, trotzdem sind sie nicht ganz einfach durchzuführen. Zahnschmelz ist das härteste Gewebe des menschlichen Körpers. Seine einzelnen Schichten lagern sich während der Wachstumsphase jahresringähnlich ab. Seine mineralisierte Oberfläche speichert geologische Informationen, mit deren Hilfe man Rückschlüsse auf die Herkunft eines Individuums ziehen kann. Well, the reason we're interested in teeth is because they grow very slowly from the biting surface down to the root, and the whole process to form the crown takes about 4 or 5 years. So, by sampling along the growth axis, we can look at the various signals in that tooth over 4 years of Edith's life, and they might tell us what she was eating and where she was eating it. Das Verfahren, das diese bahnbrechenden Untersuchungen möglich macht, wurde hier entwickelt. Bei der sogenannten Laserablation werden durch gezielten Laserbeschuss winzige Partikel von der Probenoberfläche entfernt. Das abgetragene Material verdampft in einem Plasma, das durch die Erhitzung entsteht. Dieses Gas wird im Massenspektrometer analysiert. So here you can see the craters left by the laser analysis. So this sample here is taken from a bit of Edith's tooth that formed when she was maybe about 12 years old. And we've sampled down the tooth until we get to this sample here that was probably formed when she was about 15 years old.
Natürlich interessiert sich Harald Meller brennend für das, was bei dieser Untersuchung herausgekommen ist. Alistair, we sent you teeth from Magdeburg, from the possible Edith's grave. Why are teeth so important and what can you do with them? Well, from an individual's tooth, we can tell whereabouts in the world that they grew up by measuring isotopes of strontium in their teeth. How did strontium isotopes get into the teeth? Well, the strontium isotopes originate from the rocks, and the ratio of two different isotopes of strontium changes depending upon the different geology. And those rocks weather and form soils, and then you grow your food in those soils, and you consume the strontium, and it's laid down in your teeth. Can you see moving around through the tooth? We can tell whether she came from a region that has very young rocks, or, for example, like the south of England, or whether she came from a region that has very old rocks, for example, in the northern part of Scotland. And what are the results? Well, the teeth show young rocks which are very consistent with the chalklands of the south of Britain. And what we know from Edith is that she was brought up in the region of Winchester, and so there's a match between the isotopes in her teeth and where we think Edith was born. So we're very happy that this individual is Queen Edith. Wonderful. Ein Blick auf die geologische Karte. Die kalkhaltigen Böden weisen das historische Wessex als Aufenthaltsort der jungen Prinzessin aus. Die Englandreise war außergewöhnlich erfolgreich. Die Ergebnisse der englischen Kollegen zeigen eindeutig, bei den Knochen aus dem Bleisarg in Magdeburg handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um die Gebeine von Editha. Wir haben Originalschauplätze gesehen, wir haben die Isotopenergebnisse erfahren. Kurzum, wir haben die entscheidenden Indizien, das letzte Puzzlestück, das den Fall aufklärt. Dass Edithas Knochen eindeutig identifiziert werden konnten, ist das Ergebnis einer internationalen Kooperation, an der 30 Wissenschaftler beteiligt sind. Moderne Archäologie bedarf zur Klärung eines Befundes der Unterstützung nicht nur der historischen Wissenschaften, sondern auch naturwissenschaftlicher Methoden. Zurück in Deutschland. Letzte Untersuchung, 3 Jahre nach Beginn des Forschungsprojekts. Nur ein geübtes Auge erkennt Makroreste im anorganischen Material. Die Proben sind weniger als 1 Millimeter groß. Pflanzenreste, wie die Zweigspitzen des Sadebaums, aber auch Früchte und Hölzer haben die Archäobotaniker identifiziert. Insgesamt mehrere 100 Positionen, ausgesiebt aus über 20 Litern Probenmaterial. Diese Getreidekörner hier, die sind einzeln geborgen worden. Hierbei handelt es sich um Saathafer. Das sind interessanterweise bespelzte Körner. Also die Spelze ist dran und die sind sozusagen nicht zum Verzehr gedacht, sondern als etwas Kissenunterlage gekommen sein. Ganz genau. Interessanterweise stammt das Korn ja wirklich aus dem 10. Jahrhundert. Es ist datiert. Ist datiert, tatsächlich datiert. Da ist eine ganze Menge an Holz da. Ist das meiste verbrannt oder unverbrannt? Ja, es gibt wahrscheinlich mehr unverbranntes Holz. Ich kann Ihnen mal hier eines der größten Stücke zeigen. Sie sehen nochmal, es ist deutlich bearbeitet. Es ist Eichenholz. Es könnte also von einem Sargbrett stammen oder aber natürlich von einer hölzernen Beigabe. Fantastisch, schön bearbeitet. Es gibt auch ganz schmale, fast holzspanartige Fragmente. Auch das könnte ich Ihnen noch zeigen. Hier könnte es sich um Reste des Totenlagers handeln, die praktisch dazu dienen, um die Leichensäfte aufzusaugen. Das wäre denkbar. Wenn ich Sie richtig verstehe, könnten wir abgebrannte Fackeln nachweisen, möglicherweise ein Totenlager, gegebenenfalls hölzerne Einbauten und möglicherweise mit diesen Getreidekörnern sogar die Reste eines Kissens. Ja, das wäre denkbar. Wie man heute noch ein Dinkelkissen benutzt zum Beispiel. Ganz genau. Ja, Frau Hellmann, was haben Sie denn hier für sonstige Pflanzenreste gefunden? Ja, wir haben also verschiedene Ackerunkräuter und Ruderalpflanzen in dem Grabinhalt gefunden, wie zum Beispiel Kornblume, Brennnessel, Ampfer, Windenknöterich. Und was bedeutet das Ruderalpflanzen und Ackerunkräuter
War da mal der Sarkophag offen gestanden und ist es reingeflogen oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist eine der Möglichkeiten, weil Editha ist im Januar 946 verstorben. Zu der Zeit gab es keine blühenden Pflanzen, also müssen diese Samen und Früchte entweder mit den Getreideresten in den Sarg gekommen sein oder aber später bei einer späteren Umbettung sind einmal die Ruderalpflanzen aus dem Klostergarten oder nahe von der Kirche zufällig, als alles offen stand, in den Sarg hineingekommen. Ich denke, wir haben wiederum Punkte gefunden, die das Bild vervollständigen und freue mich auf weitere Ergebnisse, die wir noch erwarten. Archäozoologie ist ein Spezialgebiet zur Untersuchung tierischer Reste im archäologischen Befund. In der Editha-Bestattung wurden unzählige Reste von wirbellosen Tieren, vor allem von Käfern, entdeckt. Weltweit sind etwa 1 Million Insektenarten bekannt. 350.000 davon entfallen auf Käfer, die hier leider nur in Teilen erhalten sind. Die größten, die ich habe, sind, glaube ich, 2,4 Millimeter groß. Die meisten sind so unter 2 Millimeter. Und ein Hauch und die fliegen weg. Die winzigen Chitinteile im Sediment zu erkennen, ist eine wahre Herausforderung. Sie artgenau zu bestimmen, erfordert ein fotografisches Gedächtnis. Denn jede Art hat ihre Varietäten und alle Familien sind äußerst artenreich. Von 4.700 Bruchstücken wurden fast 4.000 als Käfer erkannt. Das erfordert ein ganz besonderes Know-how. Ich habe die Flügeldecken gezählt, weil die Beinchen und die Köpfchen, das bringt überhaupt nichts. Die Flügeldecken sagen am meisten aus und anhand der Flügeldecken kann man die Käferreste dann auch bestimmen. Und das bedeutet natürlich einen Zusatz an Informationen, die man bisher eigentlich auch aus diesen mittelalterlichen Gräbern noch nicht so gehabt hat. Die Käferarten stammen aus unterschiedlichen Lebensräumen. Für die Interpretation der Bestattung ein wichtiges Indiz. Ja, was für Hinweise haben wir auf diese erste Bestattung Edithas aufgrund ihrer Käferanalysen? Da habe ich 2 Bettwanzen gefunden. Diese Bettwanzen, die werden angezogen durch die Körperwärme des Menschen. Es gibt auch Bettwanzen auf Tieren, das ist klar. Und kommen nur in der Dunkelheit vor. Das heißt, Editha muss, als es dunkel war, entweder am Abend oder noch am Morgen, muss sie noch so warm gewesen sein, dass diese Bettwanzen sie eben angefallen haben. Und diese Bettwanzen geben uns auch noch Auskunft über die Zimmertemperatur, was ich sehr interessant finde. Die kommen nur in Räumen vor, die so zwischen 18 und 26 Grad warm sind. Also Editha wurde 3 Tage aufgebahrt, kam dann in den Sarkophag und aufgrund ihrer Studien kamen dann noch Beigaben dazu. Ja, also während der Aufbahrung aber denke ich, dass sie noch umstellt war von Lichtern, und zwar von Teiglichtern, weil ich auch 2 Speckkäfer gefunden habe. Und die werden sicherlich von dem Talglicht, also von dem Geruch werden die angezogen, ja, wie sie begraben wurde. Als Unterlage nehme ich an eine Strohunterlage in Form von vielleicht etwas schön geflochtenen oder etwas, was auch mit einem Tuch belegt war. Da weisen mindestens 4, 5 Arten darauf hin, die in Stroh vorkommen. Welche Käfer waren das, die auf die Strohunterlage hinweisen? Bei der Strohunterlage, das sind diese Cryptophagus saginatus, Enigmus, Tinus, die sind auch noch dabei. Und den haben wir hier auch noch, diesen Käfer, das ist der Cryptophagus scutellatus. Dann hat sie höchstwahrscheinlich auch eine Beigabe gehabt. Da habe ich hier einen Käfer, der Cryptolestes ferruginus. Der kommt in Körnern vor, in fein gemahlenem, nicht zu Mehl gemahlenem, aber geschrotetem Getreide oder Grieß oder Graupen und derart. Das bedeutet also, Editha starb in einem relativ warmen Umfeld, wurde aufgebahrt, kam in einen Steinsarkophag auf eine Strohmatte mit Speisebeigaben, sie selbst war begleitet. Ja, so in der Art würde ich das annehmen, das ist ganz richtig. Was sagen uns die Freilandkäfer? Sind die auch 946 bei der ersten Bestattung oder bei der letzten Umbettung 1510 in den Bleisarkophag gekommen? Freilandkäfer kommen eigentlich nur in den Sommermonaten vor, nicht im Winter. Und die einzige Zeit, in der Editha bzw. ihre Knochen offen lagen, war eigentlich zur Zeit der Umbettung, 1510. Und nur in der Zeit könnte das passiert sein. Und da gibt es folgendes Szenario. Diese Freilandkäfer sind sehr artenreich gewesen
Und nur eine einzige Käferart war sehr, sehr häufig. Das ist der Harpalus rufipes. Und da konnte ich dann darauf rückschließen, dass das so eine Art Lichtfallensituation gegeben hat. Und das wurde noch dadurch bestätigt, dass man in dem Grab immer wieder Holzkohlenflitter oder so feine Holzkohle gefunden hat. Und das lässt vermuten, dass dieses Grab umstellt war mit Fackeln und irgendwelchen Lichtern. Archäologische und forensische Methoden haben dem Grabmal im Dom seine letzten Geheimnisse entlockt. Bleibt nur noch eine Frage zu klären. Warum wurden Editas Gebeine so lange für verschollen gehalten? Es gibt ja diesen Steinsarkophag von 1510. Welche kunstgeschichtliche Bedeutung hat dieser und vor allem, warum hielt man ihn für leer? Also, warum er für leer gehalten worden ist, ist eine Tradition, die durch die Literatur wahrscheinlich im 20. Jahrhundert eintrat. Auch hier wäre noch mal genau zu schauen, ob das Wissen um die Gebeine der Editha nicht früher schon durchaus da war. Insofern war das eine Wiederentdeckung eines falsch geglaubten Tatbestandes. Es war Ottos ausdrücklicher Wunsch, neben seiner ersten Frau Editha und nicht neben Adelheid bestattet zu sein. Jetzt liegt er alleine im Dom in der Achse, wenn auch in einer Achse mit Editha, aber nicht neben ihr. Was könnten die Gründe sein und ist es nicht ungewöhnlich? Ja, sicher. Es gibt die hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Neubau auch sozusagen die Tradition Ottos im Binnenchor wiederbelebt hat. Deshalb auch die Verwendung der Säulenspolien aus dem ottonischen Dom im Umgangschor selber, die Aufstellung von Figuren an der Wand, die eigentlich für ein Portal vorgesehen worden sind, hat diesen Binnenchor des gotischen Doms in eine große Memoria verwandelt, die hier im Zentrum mit Otto dem Großen den Stifter des Erzbistums, also sozusagen den Urahn für alle Bischöfe und ihre Rechtmäßigkeit, hier ein Erzbistum zu haben, visuell nachvollziehbar darstellt. Antike römische Säulen umhegen das Kaisergrab im Binnenchor. Summus honor patriae, zum höchsten Ruhm des Vaterlandes. Das ist die Idee, die hinter dieser Grablege steht. Zusammen mit dem Hochgrab seiner ersten Frau gehört es zu den historisch bedeutendsten Bestattungen des deutschen Mittelalters. Die Wiederentdeckung von Edithas Gebeinen war ein unerwarteter Fund. Der Nachweis ihrer Echtheit eine kleine Sensation. Möglich wurde der Indizienprozess durch das Zusammenspiel eines international und interdisziplinär arbeitenden Forscherteams. Zeit für die dritte Erneuerung von Edithas Grab. Unter großer öffentlicher Anteilnahme erhalten die Gebeine ein würdiges und hoffentlich letztes Behältnis. Der neue Sarg besteht aus Titan und ist das Ergebnis eines Kunstwettbewerbs. Nun wird er für die Ewigkeit verschlossen. Damit endet die aufregende Suche nach den Lebensspuren einer ungewöhnlichen Frau. Am 22. Oktober 2010 werden Edithas sterbliche Reste im Magdeburger Dom wieder beigesetzt. Die Feier ist Ausdruck eines lebendigen Interesses an der ottonischen Epoche und Beweis für die Stellung der Elbestadt in der Geschichte. Im Chorumgang des Domes wird noch einmal die hohe Wertschätzung spürbar, die nicht nur die Magdeburger für ihre Patronin Editha empfinden. Ein wahrhaft würdiges Begräbnis für eine wiederentdeckte, ehemals fast vergessene Königin.